Ja, also wie geht es nun weiter mit dieser Hängepartie bei der SPD? Zugeschaltet ist mir nun die Politikwissenschaftlerin Professorin Andrea Römmerle. Guten Morgen, Frau Professorin. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ja, wie blicken Sie denn jetzt auf die aktuelle Lage bei den Genossen? Also steht die Parteiführung tatsächlich hinter Scholz oder ist das nur eine Reaktion nach außen hin, weil an der Basis, da grummelt es ja, und zwar ziemlich gewaltig. Noch steht man nach außen hin als Parteiführung geschlossen hinter Scholz, aber Sie haben vollkommen recht, es grummelt an der Basis und die Welle wird auch immer größer. Und die große Frage ist, kann man sich dieser Welle eigentlich noch entgegenstemmen? Parallelen zum US-Wahlkampf werden ganz klar sichtbar. Auch hier hat man 3 Monate vor dem Wahltermin den Kandidaten ausgetauscht. Ja, aber die USA, die können wir doch gar nicht als Vergleich hinanziehen, denn Olaf Scholz ist lange nicht so senil wie Joe Biden zum Beispiel. Also er ist noch geistig absolut fähig, weiterhin für die SPD als Kanzlerkandidat anzutreten. Und er zeigt sich ja auch kämpferisch. Ja, da haben Sie auf der einen Seite natürlich vollkommen recht, aber auf der anderen Seite geht es darum, ein respektables Wahlergebnis einzufahren. Dass man die Bundestagswahlkampf nicht gewinnen wird, davon gehen, glaube ich, alle außer Olaf Scholz davon aus. Aber es geht ja um den Platz 2. Schafft man es vor der AfD, vor den Grünen ins Ziel zu kommen? Und auch das ist ja gerade fraglich. Und da trauen sehr viele innerhalb der Partei, trauen das Boris Pistorius zu, aber eben Olaf Scholz nicht. Aber hat Pistorius überhaupt das Zeug dazu? Bevor er Verteidigungsminister geworden ist, war er lediglich Innenminister in Niedersachsen. Also so viel hat er nun auch nicht vorzuweisen. Und bei der Bundeswehr, da läuft es ja auch nicht so gut. Also da stellt er ja auch mehr zur Schau, als dass er die Truppe richtig nach vorne bringt. Na, die Kürze des Wahlkampfes spricht schon für Pistorius. Also wir haben ja einen sehr kurzen Wahlkampf. Er hat große Beliebtheitswerte bei der Bevölkerung. Er ist empathisch, er ist nahbar. Er ist auch, wenn man so möchte, ein etwas frischeres Gesicht als der Bundeskanzler ist. Dem Bundeskanzler haftet irgendwie die Niederlage mit der Ampel einher, dass er die Ampel nicht gut zu Ende führen konnte, dass er Deutschland nicht so vorangebracht hat, wie wir alle gehofft haben, dass er es tut. Also insofern wäre es ein Stück weit auch ein Neustart und das Risiko wäre begrenzt, weil es eben auch ein kurzer Wahlkampf ist. Also Sie sprechen tatsächlich die Emotionalität bei dieser Wahl an. Also Type gegen Scholzomat? Ja, so würde es sein, was Neues, jemand, der mit mehr Empathie, auch mit mehr Verbindung zur Bevölkerung in den Wahlkampf geht. Auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin auch angesprochen, ist natürlich Scholz auch ein sehr erfahrener Wahlkämpfer. Und es geht jetzt wirklich darum, kann man diese Welle, die innerhalb der Partei sichtbar ist und die auch immer größer wird, kann man die wirklich noch einfangen oder nicht? Frau Professorin, also wann meinen Sie denn, muss die SPD tatsächlich diese Hängepartie beenden? Das kann sich ja jetzt nicht über Wochen hinziehen. Und wenn man erst Ende November den Kanzlerkandidaten bestimmen will, das ist doch viel zu lang. Also es müsste doch jetzt eigentlich in den kommenden Stunden, noch in dieser Woche die Entscheidung fallen, oder? Ja, das sehe ich ganz genauso. Der Wahlkampf ist kurz, vielleicht ein Stück weit auch zu kurz. Und man muss das jetzt in den Griff kriegen. Man muss den Kandidaten benennen. Und das wird, und nicht zuletzt deswegen ist Scholz ja auch sehr viel früher von seiner Reise zurückgekehrt. Er wollte ja noch einen Stopp in Mexiko machen. Und ich denke, dass heute, spätestens morgen, die K-Frage in der SPD gelöst ist. Da werden wir mit Spannung drauf blicken. Professorin Andrea Römmerle, Politikwissenschaftlerin. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und dann, wenn die SPD endlich entschieden hat, freue ich mich natürlich wieder mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich mich auch. Herzlichen Dank.